Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das letzte Mal waren wir ja stehen geblieben beim Ausbau des unteren Teils der Ansaugbrücke. Das ist ja jetzt, wie gesagt, abgehakt. Und heute möchte ich mich jetzt dem Ventildeckel auf dieser Seite, das ist dann die Beifahrerseite, widmen. Und ich habe hinten schon mal eine Lampe hin. Ihr kennt das ja noch von den letzten Videos, von diesem defekten, was auch immer das da hinten für ein Ventil ist. Da geht auf jeden Fall Kühlmittel durch und das ist undicht. Und was mir aufgefallen ist, das ist mir jetzt erst heute aufgefallen, schaut mal, da hat jemand schon mal ganz fachmännisch das Problem in Angriff genommen, indem er da einen Schwamm reingesteckt hat. Alter Schwede. Und der steckt da auch schon lange, der Schwamm. Das heißt, das Problem gibt es wohl schon lange. Ja, ich habe es schon mehrfach gesagt, aber das mit diesen Werkstätten ist halt echt so ein Ding. Ja, genau. Also das heißt, jetzt als erstes werde ich in Stillarbeit, weil da hinten, ihr seht das ja, ich kriege da so schon einmal kaum eingefangen, werde ich dieses Ding mal abbauen. Das sind hier zwei Federschellen, sage ich jetzt mal, und eine normale Schelle. Ich denke, ich werde die Federschellen dann auch durch normale Schellen ersetzen und eben dieses Teil tauschen. Ich hatte es euch ja schon gezeigt beim letzten Mal. Ich zeige es euch nochmal. Durch das entsprechende Ersatzteil von Febi Bilstein. Das kommt dann da rein. Und wie gesagt, hier an diesen und an den Anschluss da oben, da sind jetzt solche Federklemmen. Die Federklemmen werde ich ersetzen durch normale Schlauchschellen. Und dann hoffen wir, dass das Leck damit behoben ist. Ich habe schon eine Wanne drunter gestellt, für den Fall, dass da was rauskommt. Ich bin mir sicher, da kommt Kühlmittel raus. Ja, das mache ich jetzt einmal in Stillarbeit, dann zeige ich euch das Ergebnis. Und dann widmen wir uns dem Ventildeckel auf der Beifahrerseite. Ich hoffe, ich kriege den da gut raus. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann machen wir für heute wieder einen Cut, weil zu mehr werde ich wahrscheinlich nicht kommen. Und wie gesagt, meine Idee ist jetzt, das Stück für Stück zu machen. Erstmal den einen Ventildeckel und dann den anderen. Und wie gesagt, heute jetzt das Ventil und die eine Seite mit dem Ventildeckel auf der Beifahrerseite. Ich baue das aus und dann geht es gleich weiter. Dann zeige ich euch, wie das Teil aussieht und was da dann am Ende kaputt war. So, ich habe es jetzt ausgebaut. Wie sieht das jetzt hier aus? Also generell, es kommt natürlich Wasser raus, ja. Aber Gott sei Dank nicht so viel. Zum Arbeiten ist es ganz schwierig. Ich habe jetzt hier schon die alten Schellen durch neue ersetzt. Das sind immer 16 bis 27 mm. Die alten Schellen wollte ich nicht wiederverwenden. Hier an dem Schlauch, der kommt an die Seite, wo es nur einen Eingang hat. Dann habe ich festgestellt, gibt es auch noch so einen kleinen Unterdruckschlauch. Natürlich, wir haben ja noch nicht genug Unterdruckschläuche hier gehabt. Der kommt oben drauf, den muss ich dann wieder reinstecken. Dann gibt es einen hier unten, der kommt an den unteren Anschluss von der Seite, wo zwei sind, zeige ich euch gleich am entsprechenden Teil. Und dann gibt es natürlich noch den für oben, da habe ich jetzt auch schon, ihr seht das hier, 16 bis 27, wenn die Kamera scharf stellt. Ja, schwer zu erkennen. Müsst ihr mir glauben, sind Schlauchstellen 16 bis 27 mm. Ja, man kommt daran. Was ist mir zusätzlich auch noch aufgefallen? Ich nehme mal die Lampe. Schaut mal hier an dem Anschluss. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich hoffe, die Kamera hat das jetzt auch scharf gestellt. Ich habe da zumindest jetzt mal hinfokussiert. Da ist der Schlauch schon so ein bisschen porös. Das ist dieser Schlauch, der oben in die Ansaugbrücke ging. Also einer der Schläuche. Da gehen ja zwei von den kleinen hin und zwei von den großen. Die großen sind da. Und dann nochmal die kleinen. Da ist ein kleiner und da unten ist ein kleiner. Der hier hat aber eine andere Qualität. Das ist ein besseres Material. Und wie gesagt, der ist jetzt hier schon ziemlich angegriffen. Bedeutet also ich versuche es dann in der Videobearbeitung zu highlighten. Ich glaube, die Kamera stellt es nicht richtig scharf. Der ist eben porös, den werde ich dann auch noch tauschen. Jetzt baue ich aber erstmal das Ventil wieder ein. Wie sieht das Ventil aus? Hier habe ich es hingelegt. Das ist jetzt, wie gesagt, das alte Ventil. Moment, da muss ich jetzt kurz... Nee, das ist das neue Ventil. Das ist das alte Ventil, genau. Weil hier kommt Kühlmittel raus. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass es ein Ventil ist, weil über Unterdruck wahrscheinlich wird dann hier eine Membran auf und zu gehen und die ist wahrscheinlich defekt. Zudem ist wahrscheinlich, weil die Membran defekt ist, hier war irgendwie zu viel Druck auf Dauer gewesen und dann ist wahrscheinlich hier unten undicht geworden. Keine Ahnung, nur Spekulation. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal noch aufsäge. Aber ja, wie gesagt, der eine Schlauch, der auf der Fahrerseite ist, der kommt hier auf die Seite. Das heißt, wenn wir das jetzt ins Auto setzen, so saß das im Auto, dann kommt da eben dieser eine Schlauch von der Fahrerseite ran, hier der untere Schlauch von der Beifahrerseite und hier oben
kommt dann der obere Schlauch von der Beifahrerseite und ganz oben kommt eben, wie gesagt, dieser Unterdruckschlauch drauf. Ich baue jetzt das neue Teil ein, ziehe das fest und dann schauen wir uns das nochmal an. So, ich habe jetzt das Ventil da hinten getauscht. Das ist schwierig zu sehen, aber es sind jetzt überall neue Schellen dran. Wie gesagt, die Schellen sind 16 bis 27 mm Schellen, die haben gut gepasst. Gegebenenfalls müsst ihr die Schelle noch ein ganz kleines bisschen aufschrauben, damit sie dann, wenn ihr den Schlauch aufgesteckt habt, trotzdem drüber rutscht. Bei mir war es so, ich musste 2 von meinen 3 Schellen noch mal ein Stückchen öffnen. Dann hat es aber wunderbar gepasst. Auch auf der anderen Seite habe ich jetzt, wie gesagt, die beiden Schellen erneuert. Also es waren eigentlich gar keine Schellen, hier waren solche Federklemmen. Und ja, ich habe das jetzt lieber auf Schellen umgerüstet, habe das gut festgemacht. Ich hoffe, das ist dicht und auch da oben, ich denke, ihr seht das jetzt, da ist jetzt wieder der Unterdruckschlauch dran, der dann diese Membran, denke ich mal, steuern soll. Ich gehe davon aus, dass über Unterdruck da eine Membran aufgeht und dann eben der Kühlkreislauf sozusagen unterschiedlich geöffnet oder durchströmt wird, ist jetzt mal meine Vermutung. Wie gesagt, den Schlauch hier, den werde ich erst tauschen, wenn ich mit den Gesamtarbeiten an den Ventildeckeln durch bin, weil den hatte ich ja markiert mit so einem Kreis, genauso wie die anderen Schläuche auch. Und wenn ich den jetzt tausche, dann komme ich da nachher bestimmt durcheinander. Wenn ich das kurz vorm Zusammenbauen mache, dann sollte das passen. Bedeutet, jetzt werde ich mich dem Ventildeckel hier auf der Beifahrerseite widmen. Ich werde jetzt die Zündkabel abnehmen, dann werde ich die beschriften. Eigentlich muss man sie nicht beschriften, weil sie unterschiedliche Längen haben, aber ich mache es dennoch, nur um sicher zu gehen. Dann werde ich sehen, wenn ich die Zündkabel abgenommen habe, ob ich die Zündkerzen auch lösen muss, weil die Zündkerzen vielleicht den Ventildeckel auch nochmal fixieren. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich die Zündkerzen erstmal drin lassen und nur den Ventildeckel und die Dichtung erneuern und dann erst danach die Zündkerzen erneuern. Also wie gesagt, erst den Ventildeckel und die Dichtung tauschen und wenn das dann durch ist, dann würde ich die Zündkerzen tauschen. Natürlich mache ich das jetzt gleich mit, aber von der Reihenfolge muss ich jetzt eben gucken, habe das noch nie gemacht. Das seht ihr dann ja auf dem Zeitraffer, wie es läuft und ich erkläre es euch dann auch gleich nochmal. Bedeutet, jetzt geht's ab in den Zeitraffer und ich widme mich dem ersten Ventildeckel. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitrafferaufnahmen gesehen und wie ihr auch gesehen habt, es ist so ein bisschen eskaliert. Ja, also so richtig gut ist das nicht gelaufen. Ich hätte gesagt, ich zeige euch jetzt auch einmal die Details. Also vor allem war halt relativ viel Öl in den Zündkerzenschächten gestanden. Die Schächte habe ich jetzt schon relativ gut wieder sauber bekommen. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Das sieht jetzt schon wieder relativ gut aus. Da muss ich dann nochmal mit einem Tuch durchgehen, bevor ich die Zündkerzen tausche. Aber das ist okay. Ich werde die Zündkerzen jetzt auch drin lassen, erstmal. Und werde mich darum kümmern, dass ich hier noch die restlichen kleinen Rückstände vom Silikon, ihr seht das da ist noch so ein Spot. Und hier drüben sind auch noch ein paar, dass ich das ordentlich sauber mache. Ansonsten,
Ja, bei der Nockenwelle, das muss ich mal meinem Motorenbauer schicken, das sieht mir fast so aus, als ob da irgendwie Silikon auf den Spitzen von der Nocke ist. Weiß ich nicht genau, aber das sieht mir irgendwie komisch aus. Oder vielleicht sind die auch eingelaufen, keine Ahnung. Da bin ich kein Profi. Das frage ich meinen Motorenbauer. Von dem hatte ich auch den Tipp. Ihr habt das ja gesehen, ich habe erst abgesaugt, ne, mit so einer Pumpe. Und dann habe ich Bremsenreiniger reingespritzt und das rausgepustet. Er macht das immer mit dem Staubsauger. Hat mir aber auch gesagt, dass da halt dann das Risiko besteht, dass es Verpuffungen gibt, weil ja Bremsenreiniger natürlich hochentzündlich ist. Deswegen habe ich mich dann fürs Auspusten entschieden. Ging aber auch ganz gut. Ja, da muss ich jetzt eben gucken. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da die Dichtringe so kaputt sind und die Dichtflächen, aber ja, es war auch, ich hatte auch teilweise hier Silikon, hier ist auch irgendwie Silikonrückstände, also ich hätte gesagt, da hat es mal jemand wieder mit dem Silikon übertrieben, deswegen bin ich halt auch kein so ein Silikonfreund. Ansonsten davon abgesehen, dass da jetzt eben Öl stand, ich die Stecker dann auch noch reinigen muss, ne? Wir haben jetzt hier die verschiedenen Stecker für die Zündkerzen, die muss ich ja auch nochmal sauber machen. Das mache ich aber erst, wenn der Ventildeckel, der neue, wieder drauf ist. Das werde ich euch dann aber im nächsten Video zeigen. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie viel Öl ich da rausgeholt habe. Das war wirklich crazy. So, ich habe jetzt nur eine Bank gemacht. Ne? Ich habe mir so eine Spritze genommen mit so einem Aufsatz und habe das dann da rausgesaugt. War nicht hundertprozentig, aber es hat funktioniert, um das Gröbste rauszubekommen. Den Rest habe ich ja freigepustet. Und jetzt schaut euch mal an, wie viel da Öl rausgekommen ist. Das sind fast 150 Milliliter. Das ist schon heftig. Also das war sowas von notwendig, dass ich jetzt die Dichtungen tausche. Das ist echt crazy. Das ist das, was ich an Silikonrückständen noch unterhalb des Zylinderkopfdeckels gefunden habe. Es ist jetzt nicht mega viel, aber schon ein bisschen was. Und das, wenn ich es richtig weiß, der ist total hart, aber er lässt sich noch leicht biegen. Also ist noch nicht ganz spröde, aber eben ja auch nicht mehr wirklich elastisch. Man hört das ja. Dass der fest ist. Das ist normalerweise so ein Dichtring, der, ich glaube, um die Schrauben herum ist. Der ist wahrscheinlich schon beim Einsetzen des Zylinderdeckels runtergefallen. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Zylinderkopfdeckel habe ich hier. Und hier, warte mal, ich packe das mal auf den Boden. Da ist vom Licht hoffentlich besser. Nicht wirklich. Ich hole meine Lampe. So, mit der Lampe geht das doch jetzt besser. Und schaut euch mal an, was da an Silikon drauf gerotzt ist, ja. Und wo ist eigentlich die Dichtung, Freunde? Wo ist eigentlich die Dichtung? Die haben gar keine Dichtung genommen. Die haben einfach nur Silikon drauf geschmiert, ja. Also, schlimm, ja. Und ich würde jetzt vermuten, dass einer dieser Dichtringe, das war, der mir da entgegengekommen ist. Aber das sieht jetzt ehrlich gesagt so aus, als ob die alle noch drin sind. Ich weiß es nicht, wo der herkam. Vielleicht ist den beim Tauschen, also weil ihr seht ja hier sind diese kleinen Dichtringe drumherum, damit da das eben auch abdichtet. Aber da ist komischerweise jetzt nichts, also da fehlt keiner. Die sind alle drin, die sind alle eingesetzt. Dann ist der Dichtring, den ich da gefunden habe, wahrscheinlich noch von der alten Abdichtung vom Ventildeckel. Ich glaube, ich habe eben Zylinderdeckel gesagt, ne, das ist Quatsch. Also ich meine Ventildeckel. Ja, und dann haben sie das gar nicht beim Wechseln sauber gemacht. Aber schaut euch an, wie viel da Dichtmasse ist. Und wie gesagt, ohne diese eigentliche Dichtung, oder? Ah, doch, die ist hier, sorry. Doch, die ist hier. Ich habe ihnen Unrecht getan. Hier ist die Dichtung. Mich schon gewundert. Die haben dann einfach nur nochmal zusätzlich überall Silikon rangeschmiert. In rauen Mengen. Wahnsinn. Ja, also so werde ich das nicht machen. Ich werde die Dichtung unten an der einen oder anderen Stelle mit einem Pünktchen oder so vielleicht fixieren. Und wie gesagt, hier, wo es über diese Stelle geht, werde ich ein bisschen was hinmachen. Aber das war es dann auch. Also ansonsten soll halt die Dichtung ihren Dienst machen. Die muss man dann halt regelmäßig tauschen. Also ist schon heftig. Hier innen drin allerdings, komischerweise, sieht es sehr gut aus. Also da ist nichts hingekommen. Also er hat vor allem Öl nach draußen gedrückt und halt in die Schächte von den Zündkerzen. Ne? Ist auch komisch, da hätte ich eigentlich auch erwartet, dass da irgendein Dichtring oder so drauf ist. Aber scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Muss ich auch nochmal vergleichen mit meinen neuen. Ja, also jetzt habt ihr gesehen, wie der Ventildeckel aussieht mit dem vielen Silikon, was ich hier alles an Öl rausgeholt habe. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns nochmal den neuen Ventildeckel an, wie es da ist mit den Dichtflächen und Dichtungen. So, das ist ja wie gesagt die neue Variante aus Alu. Hier habe ich auch schon die Dichtringe eingesetzt, die passen auch, die rutschen nicht weg. Hier muss ich dann noch die Dichtung einsetzen und eben den Deckel montieren. Das machen wir dann aber im nächsten Video. Ich muss jetzt erst in Ruhe alles einmal sauber machen,
Da will ich nicht pfuschen oder halt schnell machen, das mache ich ganz in Ruhe. So, ich habe den anderen jetzt auch mal ausgepackt. Das ist wie gesagt der nach meinem Verständnis dann auf die Fahrerseite kommt. Und zwar so rum. So rum kommt er dann auf die Fahrerseite. Das hier ist dann vorne, das andere ist hinten. Und warum kommt er auf die Fahrerseite? Das zeige ich euch jetzt am Auto. Ich habe jetzt hier am Auto einmal ohne Dichtung, nur mal provisorisch, den neuen Deckel hier hingesetzt. Das sieht gut aus. Der passt. Ne? Das scheint in Ordnung zu sein. Und warum kommt der jetzt auf die Beifahrerseite und nicht auf die Fahrerseite? Weil der Einfüllstutzen fürs Öl da hinten, ne, seht ihr den? Der ist jetzt offen. Und da kommt man noch hin, um einzufüllen, das Öl. Wenn ich den aber hier hinpacke, ist der Einfüllstutzen ja hier. Und dann wäre der unterhalb von der Ansaugbrücke, weil hier kommt ja noch dieses Ding wieder drauf und darauf dann die Ansaugbrücke. Und die geht hier so ein bisschen rüber. Und deswegen müssen wir den hier auf die Beifahrerseite packen. Also das ist der Hintergrund des Ganzen. Ja, jetzt nehme ich den nochmal ab und lege die nochmal auf der Werkbank nebeneinander. Dann seht ihr, die sind eigentlich identisch. Aber der Öleinfüllstutzen, der muss eben hier auf die Beifahrerseite, weil wir sonst das Öl gar nicht mehr eingefüllt bekommen. So, da sind die beiden nochmal. Wie gesagt, das wird dann Beifahrerseite und das wird Fahrerseite. Verbauen werde ich den dann im nächsten Video von der Fahrerseite. Ich muss jetzt erstmal in Stillarbeit noch alles sauber machen. Ich zeige es euch nochmal in Ruhe. Vielleicht war es vorher auch ein bisschen schnell. Also wie gesagt, ich will da nochmal um die Zündkerzen herum jetzt mit einem Lappen das ein bisschen auswischen. Da hängt ja auch irgendwas, so wie es aussieht. Oder ist das nur vom Guss? Muss ich mal kurz gucken. Ne, okay, das ist nur vom Guss. Das ist keine Verschmutzung. Trotzdem will ich da nochmal durchwischen mit dem Lappen. Und dann mache ich, wie gesagt, die ganzen Anlageflächen hier von der Dichtung. Die mache ich sauber. Und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich den neuen Ventildeckel entsprechend aufbringe. Ich werde das jetzt einmal abdecken, nachdem ich sauber gemacht habe, mit Papier. Und dann mache ich da morgen weiter. Wie gesagt, für euch dann im nächsten Video. Für mich geht es morgen weiter. Jetzt habt ihr das gesehen. Ich schicke nochmal Bilder an meinen Motorenbauer wegen den Nocken, also wegen den Spitzen der Nocken. Das sieht irgendwie, da bin ich mir jetzt einfach unsicher, was das zu bedeuten hat. Ich meine, er ist ja gelaufen, aber trotzdem, jetzt wenn ich es offen habe, schadet es ja nicht, wenn man fragt. Genau, soweit der Stand. Damit sind wir jetzt mit dem Video auch durch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Ihr wisst jetzt, wie ihr den abgenommen bekommt. Ich habe ja dann alle Schrauben gelöst. Ich habe das auch immer schön über Kreuz gemacht. Erstmal nur angelöst und dann auch über Kreuz rausgeschraubt. Ist wahrscheinlich totaler Overkill bei dem Plastikding, aber ich bin da einfach immer ein bisschen vorsichtiger. Und zum Rausholen habe ich es dann so gemacht, den leicht angehoben, bisschen nach hinten geschoben, sodass ich hier unter dieser Kante, hier ist so eine leichte Kante, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ne, da ist so eine leichte Kante, dass ich den sozusagen aus der Kante hervorgeschoben habe und dann hier nach oben schräg weggenommen. Dann geht das. Nach hinten oben habe ich ihn jetzt nicht wegbekommen, weil da sind ja die Schläuche und darunter ist auch nochmal so ein Unterdruckschlauch. Da würde ich nicht da hinten irgendwie groß ziehen oder drücken, sondern ich würde es nur leicht nach hinten schieben und dann hier nach vorne rausholen. Das ist, hätte ich gesagt, die minimal inversivste Lösung. Ja. Insofern war es das. Wie gesagt, ich putze jetzt noch ein bisschen, decke das ab und dann geht es für euch im nächsten Video weiter, wenn ich dann für mich morgen oder übermorgen den Ventildeckel mit der neuen Dichtung wieder einsetze. Und im nächsten Video werden wir dann, wie gesagt, Ventildeckel hier einsetzen und wir werden auch uns die Zündkerzen anschauen und die dann wechseln. Aber das mache ich dann erst, wenn der Deckel wieder drauf ist. Oder wenn ich es besonders gut sauber bekomme, vielleicht auch, wenn der Deckel ab ist. Das weiß ich jetzt noch nicht, das seht ihr dann im nächsten Video. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Ich wünsche euch eine gute Zeit, einen schönen Sonntag und gerne auch beim nächsten Mal mit dabei sein. Bis dahin, ciao!